Ich soll eine Lady in die Oper begleiten und sie hat ausdrücklich einen Kenner verlangt. Und weil du die Kohle brauchst, hast du dich natürlich als Opernführer präsentiert. Als ob die beiden Nick zurückhalten könnten. Wenn der Sturkopf sagt, dass er abhauen will, dann fährt er auch. Nickel weg? Ja klar, darüber reden wir doch die ganze Zeit, oder? Nina, Arno. was willst du hier? Arno, es tut mir unendlich leid. Wieso? Hast du nicht bekommen, was du wolltest? Ich wollte eure Beziehung nicht zerstören. Darin warst du allerdings sehr erfolgreich. Glaub mir, ich habe die ganze Zeit versucht, gegen meine Gefühle anzugehen. Ich mag dich doch schließlich auch. Du bist ein guter Freund. Darunter versteht wohl jeder etwas anderes. Meinst du, es ist mir leicht gefallen, dich zu belügen? Ich habe mich furchtbar gefühlt. Jedes Mal, wenn du versucht hast, mich wegen meines Liebeskummers zu trösten. Du tust mir wirklich leid. Und Erika wollte es auch nicht. Hat sie dich hergeschickt? Nein, sie weiß nicht, dass ich hier bin. Ich wollte dir nur erklären, warum... Erspar's mir. Auf die Details eurer großen Liebe möchte ich verzichten. Ich erwarte kein Verständnis. Nur bitte... Nina, geh jetzt. Steffi, zu dir wollte ich gerade. Wolltest du mir erzählen, dass du weggehst? Ja. Ich muss einfach raus hier. Mal was anderes sehen und mir in Ruhe Gedanken darüber machen, wie es weitergeht. Mama und Arno trennen sich wahrscheinlich. Mir geht's super dreckig. Und du gehst erst mal in aller Ruhe auf einen Selbsterfahrungstrip. Ja, aber vorher regeln wir noch das mit dem Laden. Wie mit dem Laden? Na, du wolltest mir meinen Anteil zurückgeben. Das sollten wir jetzt unter Dach und Fach bringen. Und wann können wir zum Notar? Hast du vergessen, was du vorhin im No Limits zu mir gesagt hast? Dass du immer für mich da bist. Aber jetzt weiß ich auch, warum du so super nett zu mir warst. Du wolltest dich bei mir einschleimen, um deinen Anteil vom Kontur wiederzukriegen. Was? Nein. Aber das kannst du dir abschminken. Den Laden kriegst du nicht wieder. Hi. Da bist du ja. Ja? Ich bin extra ein bisschen schneller geflogen. Lief's gut heute? Ja, ich habe eine perfekte Landung hingelegt. Mein Fluglehrer war zufrieden. Dann hast du dir meine Überraschung ja verdient. Überraschung? Was für eine Überraschung? Sag ich erst heute Abend. Ja, heute Abend. Ja, wir treffen uns um 7:30 in No Limits. Du, ich habe heute gar keine Zeit. Ich muss arbeiten. Was? Wieso hast du mir das denn nicht schon heute Mittag gesagt? Uli hat mich eben gerade erst angerufen. Ich soll ihm bei der Inventur helfen. Kann er das denn nicht alleine? Ich würde doch auch lieber den Abend mit dir verbringen, als Klamotten zu zählen. Aber ich kann Uli gerade jetzt, wo er mir mehr Geld gibt, nicht hängen lassen. Ach Mann, so ein Mist. Kann deine Überraschung nicht bis morgen warten. Was war's denn? Schon egal. Ich habe nicht geahnt, dass es für dich so schlimm ist, wenn ich weggehe. Wie es mir geht, interessiert dich doch sowieso nicht mehr. Hauptsache, du hast deinen Anteil am Laden wieder. Steffi, als ich dich getröstet habe, da ging es mir nur um dich und nicht um den Laden. Warum lässt du mich dann im Stich? Ich brauche ein neues Ziel in meinem Leben und das finde ich hier nicht. Wenn dir der Laden sowieso egal ist, warum willst du ihn unbedingt wieder haben? Ich habe Uli versprochen, das zu regeln, bevor ich weggehe. Kontur ist seine Existenz. Uli,
Immer denkst du nur an deinen Bruder. Was aus deiner Frau wird, das ist Nebensache. Lass dich doch gleich von mir scheiden, dann bist du mich ganz los. Jetzt pass mal gut auf. Du hast mir angeboten, mir den Laden wieder zurückzugeben. Das war nicht meine Idee und ich habe dich auch nicht danach gefragt. Nee, musstest du ja auch nicht. Ich war ja so blöd, das selbst zu tun. Ich verstehe auch gar nicht, warum du dich so anstellst. Du hattest nie viel übrig für den Laden. Vielleicht habe ich meine Meinung ja geändert. Richte Uli aus, dass er sich mit mir als Teilhaberin abfinden muss. Ach Mann, ich hatte mich so gefreut. Kathi, ich verstehe ja, dass du geknickt bist. Aber jetzt mach doch bitte nicht so ein Drama draus. Du kannst Heino doch ein anderes Mal mit Opernkarten überraschen. Ja, bei dieser Aida-Premiere hätte so gut gepasst. Schließlich hat er sich genau für diese Oper interessiert. Dann besorgst du eben Karten für eine andere Aufführung. Aida steht noch mindestens einen Monat auf dem Spielplan. Ja, schon, aber ich habe stundenlang wegen der Karten rumtelefoniert und jetzt war alles umsonst. Also, wenn du noch Lust hast, in die Oper zu gehen, ich wüsste da unter Umständen jemanden. Er ist charmant, intelligent, gut aussehend und hat zufälligerweise heute Abend noch nichts vor. Ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst. Ja, ich weiß, ich bin kein Ersatz für Heino, aber wir haben schon länger nichts mehr miteinander unternommen. Und in der Oper hatten wir schon mal Spaß. Stimmt. Ich würde mich freuen und vielleicht lenkt es mich ein bisschen von Caroline ab. Einverstanden. So, guten Appetit. Der Kaffee. Danke. Hi. Hi, Millie sagte mir, ich würde dich hier treffen. Hast du mit Steffi geredet? Und, wie hat sie reagiert? Sie sagt, ich würde sie nur hängen lassen. Ach, und was den Laden betrifft, sie will ihren Anteil behalten. Wie bitte? Wieso denn das so plötzlich? Keine Ahnung. Na toll, und was jetzt? Na, jetzt schaltet sie erstmal auf stur. Vielleicht will sie mich so zwingen, hier zu bleiben oder so. Und sie will dich erpressen. Ja, aber das läuft mit mir nicht. Du musst irgendwie mit ihr klarkommen. Ich gehe zufällig noch zur Schule. Ich kann nicht die ganze Zeit darauf aufpassen, dass Steffi nicht den Laden ruiniert. Uli, jetzt... Wenn du weg willst, dann klärst du das zuerst mit Steffi. Du musst zurück ins Kontur, bitte. Ah, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Ich brauche noch 10 Minuten. Steckst ganz schön in der Scheiße, wie? Ja, das kannst du laut sagen. Hast du es gerade mitbekommen? Wenn ich nur wüsste, wie ich Steffi überzeugen soll. Ich mach dir einen Vorschlag. Na, du kommst mit mir eine Runde joggen. Mir fällt beim Laufen immer was ein. Ja, warum eigentlich nicht? Erika, warst du die ganze Zeit hier? Was soll ich in der Agentur? Ich kann mich sowieso nicht konzentrieren. Kann ich irgendwas für dich tun? Nee. Es geht mir eigentlich ganz gut. Ich denke nur an die Mädchen und an Arno. Er war so verzweifelt. Der Ausdruck seiner Augen geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich würde ihm so gerne helfen, aber wie? Puh, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Vielleicht lasse ich ihn am besten mal in Ruhe. Phil ist ja da, der wird sich bestimmt um ihn kümmern. Und wie war dein Spaziergang? Och, nicht besonders spannend. Ich bin nur so durch die Gegend gelaufen. Für dich ist es auch nicht einfach, hm? Aber ich komme schon klar. Ja, prima, vielen Dank. Schönen Tag noch. Wiedersehen. 4 Akte. Hätte sich dieser Verdi nicht kürzer fassen können. Was hast du gesagt? Ach, ich habe mich nur über Verdi aufgeregt. Seine blöde Oper hat 4 lange Akte. Du freust dich ja unheimlich auf deinen Auftrag. Eigentlich schon. Immerhin wird es gut bezahlt. Ja, aber? Kathi hatte sich für heute Abend eine Überraschung ausgedacht. Sie meinte zwar, es macht ihr nichts aus, dass ich nicht kann, aber ich habe ihr angesehen, wie traurig sie war. Was hast du ihr denn aufgetischt? Ich habe ihr gesagt, dass ich mit dir Inventur machen muss. So. Für das Alibi nehme ich natürlich 10% deines Honorars. Was? Quatsch, behalt die Kohle. Du musst sie dir ja schwer genug verdienen. 4 Akte Aida, das ist hart. Vor allem im Vergleich zu einem Abend mit Kathi. Hast du dir denn gesagt, womit sie dich überraschen wollte? Nee, hat sie mir nicht verraten.
Aber so enttäuscht wie sie war, muss es wirklich was Besonderes gewesen sein. Moment bitte. Kontur, hallo? Dann würde ich wenigstens morgen Abend mit ihr ausgehen. Ich meine, sonst ist er noch sauer. Hi, nur für dich. Hallo? Kathi. Oh, das ist ja lieb von dir. Ja, dann viel Spaß, ihr beiden. Ich dich auch. Tschüss. Kathi ist echt süß. Sie hat mich extra angerufen, um mir zu sagen, dass sie nicht böse ist. Ja, dann ist doch alles klar. Sie will heute Abend mit Henning ausgehen. Wen? Hat sie nicht gesagt. Ich nehme an, in irgendeinen schicken Laden oder so. So, Aida. Nun wieder zu dir. Pause, ja? Okay. Oh. Ja, du bist ja ganz gut in Form. Andere hätten schon längst schlapp gemacht. Hör mal, ich war Fußballprofi, ja? Trainierst du noch? Nee, überhaupt nicht mehr, aber für dich reicht's so. Ja, ich jogge schon seit Jahren jeden Tag. Und seit Tillmann tot ist, habe ich mein Pensum noch erhöht. Denkst du noch viel an Tillmann? Ich habe ihn immer bewundert. Er wusste von klein auf, was er werden wollte und hat sich von niemandem reinreden lassen. Ganz im Gegenteil zu mir. Wieso, was hast du denn gemacht, bevor du hergekommen bist? BWL studiert. BWL? Ja, aber nicht ganz freiwillig. Mein Vater hat mich so lange bequatscht, bis ich mich eingeschrieben habe. Junge, das ist eine gute Grundlage. Mit BWL stehen dir alle Möglichkeiten offen und so weiter und so weiter. Hast du fertig studiert? Nee, nach 2 Semestern habe ich das Studium abgebrochen. Und dein Vater hat dir den Kopf abgerissen? Er hat es eigentlich ganz gut verkraftet. Ausgerastet ist er erst, als ich für 6 Monate nach China gehen wollte, in ein Shaolin-Kloster. Shaolin-Kloster? Kung-Fu-Mönche oder was? Ja, Shaolin ist aber auch Meditation. Und was hat dich daran gereizt? Naja, Shaolin hilft dir, innere Ruhe zu finden. Ich bin seit der Zeit im Kloster viel entspannter und lass mir von niemandem mehr reinreden. Und in so einem Kloster kann man einfach so auftauchen? Früher wollten die Mönche unter sich sein, aber seit ein paar Jahren nehmen die gerne Gäste auf. Klingt interessant, was? Ja. Probier's doch mal aus. Bitte. Will ich noch eine andere Zeitung haben? Klar. Hi. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Auf dich warte ich gern. Hier. Möchtest du was trinken? Bestellst du mir bitte ein Mineralwasser? Okay, ich habe schon verstanden. Ein Mineralwasser. Also, was ist mit Nick? Er wollte die linke Tour abziehen. Erst hat er sich eingeschmeichelt. Er ist für mich da, er versteht mich. Aber dafür wollte er dann die Hälfte vom Laden wieder haben. Das klingt wirklich ein bisschen schäbig. Aber der Hammer ist, dass er sich verdrücken will. Er braucht Abstand, will weit weg. Dass ich ihn hier vielleicht brauche, das ist ihm total egal. Bitte. Steffi. Lass mich in Ruhe, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich weiß, dass es schwer für dich zu verstehen ist, aber Erika und ich... Versuch nicht, das auf meine Mutter zu schieben, ja? Du alleine bist daran schuld, dass Mama Anu verlassen hat. Du hast sie so lange angemacht, bis sie nachgegeben hat. Und uns hast du die liebevolle Freundin vorgespielt. Aber mach dir keine Hoffnung. Meine Mutter ist keine Lesbe und sie wird nicht bei dir bleiben. Komm, lass uns gehen. Wenn ich die noch länger sehen muss, wird mir schlecht. Aida? Sopran. Radames? Tenor. Amneris? Mezzosopran. Richtig. Ja, dann noch mal der Inhalt. Moment. Ja, leg los. Also, Aida ist die Tochter des äthiopischen Königs. Aida dient seit dem Sieg Ägyptens über ihr Vaterland unerkannt als Sklavin der Pharaonentochter Amneris. Aida und Amneris sind beide in Radames, einen Offizier der Palastwache, verliebt. Radames liebt aber Aida. Ja, gut. Gut, im ersten Akt geht es darum, dass die Ägypter wieder gegen die Äthiopier kämpfen wollen. Radames will die Truppen führen und bei einem Sieg Aida heiraten. Aida ist verrissen. Einerseits will sie, dass ihrer Familie nichts passiert. Andererseits will sie natürlich, dass Radames den Krieg gewinnt. Was ist mit Amneris? Die schnallt irgendwann, dass Radames Aida liebt. Gut, so, Akt 2 und 3 lassen wir jetzt mal weg. Wie geht's aus? Schmalzig ohne Ende. Radames wird zum Tode verurteilt und Aida entschließt sich, ihm in den Tod zu folgen.
Super. Meinst du, das reicht? Du bist perfekt. Hast du an meine Orchidee von meinem Revers gedacht? Die habe ich total vergessen. Ist das wahr? Nein. Mann, sehr witzig. Warum bist du eigentlich so nervös? Du packst das schon. Ich hol dir mal deine Blume. Natürlich war da nicht alles super. Das Essen zum Beispiel. Immer nur Reis ist auf die Dauer ein bisschen öde. Aber andererseits soll es ja auch keine Urlaubsreise sein. Ja, da geht's ja wohl um was anderes. Zum Beispiel wird einem klar, was man in seinem Leben erreichen will. Bei mir war das zumindest so. Und war das schwer, so ein Visum für China zu bekommen? Leichter als ich dachte. Aber da war sicherlich auch Glück dabei. Aber nach Nepal kannst du relativ problemlos einreisen. Shaolin-Kloster in Nepal. Also irgendwie gefällt mir das. Tja, wenn du noch mehr Infos willst, ich kann dir gerne ein paar Bücher leihen. Oh, jetzt muss ich aber los. Ich habe heute Abend noch den Judo-Kurs. Ja, kein Problem. Ich bleib noch ein bisschen hier. Mach das. Tschüss. Ciao und danke nochmal für den Tipp, ja? Kein Problem. Nick haut bestimmt nicht ab, bevor Steffi ihm den Ladenanteil wiedergegeben hat. Er fühlt sich schließlich für dich verantwortlich. Ja. Hallo? Was soll das, Steffi? Warum willst du den Laden jetzt plötzlich doch behalten? Das geht dich gar nichts an. Ich verstehe ja, dass du sauer auf Nick bist. Aber lass doch bitte mich und den Laden da raus. Ach, armer kleiner Uli. Hast du Angst, dass du nicht mit mir fertig wirst, wenn dein großer Bruder nicht auf mich aufpasst? Aber das ist dein Problem. Wenn Nick unbedingt weg will, dann musst du dich mit mir als Teilhaberin abfinden. Dir ist keine Tour zu Link, um Nick zum Bleiben zu zwingen. Weißt du eigentlich, was das ist? Erpressung. Komm, Uli, lass es. Ich habe Nick den Laden damals abgenommen, weil ich mich von ihm verlassen und betrogen gefühlt habe. Und daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil. So, und jetzt muss ich arbeiten. Nick wird sich schon noch umstimmen. Wart's nur ab. Das glaube ich kaum. Danke. Ciao. Lena, was ist los mit dir? Ich war vorhin nicht spazieren. Ich war bei Arne. Er ist fix und fertig. Es hat ihn alles völlig aus der Bahn geworfen. Er muss einen Wutanfall gehabt haben. Auch im Wohnzimmer lagen lauter Scherben auf dem Boden. Oh Gott. Ja, und Steffi war vorhin auch noch hier. Sie hat dir Vorwürfe gemacht, hm? Ja. Aber irgendwo hat sie doch auch recht. Ich meine, ich habe ihre Familie zerstört. Lass dir bloß nichts einreden. Du hast mich zu nichts gezwungen. Nein. Aber du willst doch deine Familie nicht verlieren. Und wie es im Moment aussieht, wird genau das passieren. Ich habe nicht erwartet, dass sie mich verstehen. Ich hoffe nur, dass Millie und Steffi meine Entscheidung irgendwann respektieren. Dann willst du trotzdem bei mir bleiben. Egal, was deine Töchter sagen. Ja. Wir stehen das gemeinsam durch. Hm? Was ist denn hier passiert? Nichts. Ich helfe dir. Ja? Danke. Ich kann mir das alles nicht erklären. Erika. Ich war mir ihrer Liebe so sicher. Hab nie daran gezweifelt. Und sie belügt mich die ganze Zeit. Weißt du, erst jetzt fühle ich mich wirklich betrogen. Und wenn sie nun euch beide liebt? Wie soll denn sowas gehen? Na klar, ich habe sie vernachlässigt über der Firma. Ich bin abends sehr oft spät nach Hause gekommen. Aber deswegen mit jemandem etwas anfangen? Mit Nina? Mit einer Frau? Arno, was trifft dich eigentlich mehr? Die Trennung an sich
Oder dass sich Erika in eine Frau verliebt hat. Ob es schlimmer ist, dass es eine Frau ist? Ich weiß nicht. Irgendwie schon. Ich meine, es kann Nina Erika geben, was ihr ein Mann nicht geben kann. Was ich ihr nicht geben kann. Schön. Hier. Soll ich uns ein Programm holen? Ja, ich warte hier. Bis gleich. Der Anzug steht Ihnen ausgezeichnet. Das ist doch ein Modell von Caradonna, oder? Mit Mode kennen Sie sich auch aus? Mode zählt zu meinen Leidenschaften. Wie die Oper. Frau Dorn scheint mir wirklich den idealen Begleiter ausgesucht zu haben. Wollen wir in unsere Loge gehen? Oh, gleich. Ich würde so gerne noch ein bisschen die Leute gucken. Kennst du denn jemanden? Nee, bisher nicht. Charlie Schneider. Oh Gott, hoffentlich kommt die jetzt nicht her. Das ist ja ein netter Zufall. Guten Abend. Wir wollten gerade in unsere Loge. Sicher. Viel Vergnügen. Mit Verona kann diese Aufführung nicht mithalten. Aber die Sopranistin ist hervorragend. Ich denke, sie wird uns über die fehlenden Elefanten hinwegtrösten. Sie haben die Aufführung schon einmal in Verona gesehen? Ja. Ich muss schon sagen, Sie sind ein ungewöhnlicher junger Mann. Die Nummer, die Steffi hier abzieht, finde ich auch nicht okay. Aber sie hängt eben noch an ihm. Ja, klar, dass du sie wieder verteidigst. Das tue ich nicht. Sie tut mir leid. Sie liebt ihn doch noch. Deswegen muss sie Nick nicht gleich erschießen. Uli? Gut, dass du da bist. Ich habe versucht, mit Steffi zu reden. Sie weigert sich immer noch, deinen Ladenanteil zurückzugeben. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Komm, red du noch mal mit ihr. Nick, jetzt mach schon. Uli, das ist doch zwecklos. Gut erkannt. Heißt das, du bleibst hier, solange Steffi sich querstellt? Nein, Uli, es tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Ich gehe weg, und zwar nach Nepal. Darf ich Ihnen etwas von der Bar holen? Ein Champagner vielleicht? Danke. Aber den heben wir uns für die Pause auf. Ganz wie Sie möchten. Charlie hat vielleicht Nerven, uns einfach so anzusprechen. Sie kann sich doch denken, dass wir mit ihr nichts mehr zu tun haben wollen. Allerdings. Und mit Clarissa scheint sie auch nicht mehr so dicke zu sein. Ich habe sie auf Friedenau auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich habe wirklich Glück. Neben mir sitzt die attraktivste Dame des Abends. Auf Komplimente verstehen Sie sich also auch.